Mit Cherry noch besser. Das XMG Neo 17 ist die unangefochtene Speerspitze kompromissloser Laptop-Performance. Mit High-End-Komponenten samt voll ausgereizter Power-Limits, einem beeindruckenden Kühlsystem und einer Ausstattung, die ihresgleichen sucht. Die Kirsche auf der Torte ist eine vollmechanische Tastatur mit Cherrys MX Ultra Raw Profile Tactile RGB Switches für maximale Präzision. Dazu kommt ein hochauflösendes IPS-Display mit 2560 x 1600 Pixeln, 240 Hz hoher Farbraumabdeckung und das alles im 16:10 Format. Kurzum, perfekt für Gamer und Creatives. Wie bereits das aktuelle Neo 15 ist auch das brandneue Neo 17 mit der externen Wasserkühlung XMG Oasis erweiterbar. Ein echter Gamechanger, vor allem für ressourcenintensive Games und Content-Creation-Anwendungen. Bei der GPU setzen wir auf Nvidias High-End-Grafikkarten bis hin zur GeForce RTX 3080 Ti und kombinieren sie mit AMDs mobiler Top-Notch-CPU, dem Ryzen 6900HX. Die Grafikchips arbeiten dabei jeweils mit der maximal spezifizierten TGP von 150 Watt, um ihr volles Leistungspotenzial abrufen zu können. Im Falle der RTX 3080 Ti basiert das auf 16 GB DDR6 RAM und dank Dynamic Boost 2.0 einer maximalen Power von 175 Watt. Raytracing, hochauflösende Details, 3D-Beschleunigung via CUDA oder KI-Berechnung? Kinderspiel. Wie die Performance ist? Dazu schalten wir in unser Entwicklungslabor zu Tom. Danke Fabian. Dann lass uns mal einen Blick in das Innere des XMG Neo 17 werfen. An den Heatpipes der Luftkühlung befindet sich ein zusätzliches Röhrchen. Kaltes Wasser kommt rein, warmes Wasser geht raus. Die Abwärme wird direkt von den Hotspots abgetragen, also von CPU, GPU und Grafikspeicher. Die Wärmeenergie wird dann außerhalb des Laptops über den Radiator der XMG Oasis an die Umgebung emittiert. Dieses Kühlprinzip ist effektiver als alles, was es bisher an Luftkühlungen in Laptops gegeben hat. Auch eine Vapor Chamber kann da nicht mithalten. Bereits mit reiner Luftkühlung kann das XMG Neo 17 die GeForce RTX 3080 Ti dauerhaft mit einer GPU-Power von 175 Watt betreiben, ohne dabei in Nvidias Temperaturlimit zu laufen. Mit angeschlossener Wasserkühlung erreicht das System dieselbe GPU-Leistung, allerdings mit stark reduzierten Temperaturen und praktisch ohne nerviges Lüfterrauschen. Kommen wir nun zur CPU. Der AMD Ryzen 9 6900HX ist auf eine TDP von 45 Watt spezifiziert. Bei voller Auslastung aller CPU-Kerne sehen wir mit Luftkühlung eine Turbo-Boost-Leistungsaufnahme von über 75 Watt. Anschließend pendelt sich die CPU auf einen stabilen Wert von über 65 Watt ein, liegt also immer noch 20 Watt über der TDP. Ist die XMG Oasis angeschlossen, so können wir die CPU dauerhaft auf 80 Watt halten und liegen somit am absoluten Maximum dessen, was AMD erlaubt. Wie bereits die XMG Pro Serie bietet nun das XMG Neo 17 das volle Paket aus Nvidia G-Sync und Nvidia Advanced Optimus. Während das herkömmliche Optimus lediglich bestimmen kann, auf welcher GPU die Inhalte gerendert werden, ist Advanced Optimus in der Lage, beim Starten bzw. Beenden von Spielen das Display im Laptop per MUX-Schalter dynamisch zwischen iGPU und DGPU hin und her zu schalten. Vor der Einführung von Advanced Optimus war diese Umschaltung des MUX-Switches immer mit einem Neustart verbunden. Somit genießt man also im Gaming die Vorteile einer direkten Displayanbindung, ohne dabei in Web- und Office-Nutzung auf Akkulaufzeit verzichten zu müssen. Durch die direkte Displayanbindung im Gaming ergeben sich klar messbare Performance-Vorteile, insbesondere bei E-Sport-Titeln mit hoher Framerate. Wir zeigen hier einige Beispiele aus einem Review von Jared's Tech in einem System mit Intel-CPU, aber das Prinzip gilt für AMD gleichermaßen. Drückt im Video auf Pause, um euch die Zahlen genauer anzuschauen. Spannend sind ja auch die 1% Low-Werte. Diese beschreiben den Zeitraum besonders komplexer Szenen, in denen die FPS besonders niedrig sind. Hier am Beispiel von CSGO sehen wir, dass selbst die niedrigsten FPS mit Advanced Optimus ca. 20% höher sind als mit herkömmlichem Optimus. Zweitens bietet die Umgehung der iGPU eine mess- und spürbare Reduktion der Total System Latency, also der Zeit zwischen Mausklick und Reaktion auf dem Bildschirm. Hier im Review von Jared's Tech sehen wir allein durch Nvidia Advanced Optimus eine deutliche Reduktion der Latenz in Fortnite und Overwatch. Mit Nvidia Reflex und Nvidia Boost lässt sich die Latenz noch weiter optimieren. Dazu findet ihr einen ausführlichen Artikel von Igor's Lab unten in der Videobeschreibung. Diese Vorteile der direkten Displayanbindung findet ihr auch in vielen anderen XMG-Laptops, nämlich in solchen, in denen sich Optimus per MUX-Schalter deaktivieren lässt. Aber nur mit Advanced Optimus kann diese Umschaltung bequem und automatisch ohne Neustart erfolgen. Die direkte Displayanbindung ermöglicht die Verwendung von Nvidia G-Sync.
Dies sorgt dafür, dass die Grafikkarte die Bildwiederholrate des Monitors steuert, wodurch Tearing verhindert wird. Tearing ist die Ausgabe von unfertig gerenderten Halbbildern. Ihr seht es hier in Nvidias Panel-Demo, wenn G-Sync deaktiviert ist. Mit aktiviertem G-Sync ist das Bild frei von Tearing. You can literally see it. So viel erstmal von meiner Seite. Ich gebe zurück an Fabian, welcher euch nun die Tastatur vorstellen wird. Vielen Dank, Tom. Ja, wir sollten noch über Sherry's MX Ultra Low Profile Tactile RGB Switches im XMG Neo 17 sprechen. In Kooperation mit den deutschen Traditionsunternehmen bringen wir euch die perfekte Tastatur für mobiles Gaming und maximale Präzision. Taktile RGB Switches, NQ Over, Anti-Ghosting. Optimal abgestimmt auf die Bedürfnisse der Gaming-Community. Cherrys neue MX Ultra Low Profile Tactile Switches sind die flachsten, präzisesten und ergonomischsten vollmechanischen Switches, die jemals für Laptops entwickelt wurden. Und nicht ohne Grund bekannt für ihre exzellente Langlebigkeit. Wie sich die Tastatur anhört? So. Der große 99 Wattstunden Akku ist ein wahrer Kapazitätsriese. Dieser bringt dank der effizienten AMD-Architektur und Nvidia Advanced Optimus eine lange Akkulaufzeit mit sich. Dabei hast du die volle Kontrolle. Manuell einstellbare Ladeprofile legen die Ladegeschwindigkeit und maximale Ladekapazität fest, sodass der Akkuverschleiß minimiert wird. Robust ist das Neo 17 natürlich auch. Das verwindungssteife Aluminiumgehäuse macht den Laptop in Kombination mit der rutschfesten Grip-Touch-Oberfläche im Bereich unterhalb der Tastatur zu einem stabilen und haptisch angenehmen Begleiter. Für zusätzlichen RGB-Vibe sorgen die dazugehörigen Leisten bei den Luftauslässen. Neben diesen und an den Seiten des Geräts findest du eine große Bandbreite an Anschlüssen für dein individuelles Setup und deine Use Cases. Selbstverständlich nutzerfreundlich aufgeteilt. Sämtliche Ports für größere Stecker befinden sich nämlich an der Rückseite. Das gilt für den Netzteilanschluss HDMI 2.1, den 2,5 Gigabit Ethernet und den USB-C 3.2 Port mit integriertem DisplayPort-Stream und direkter Anbindung an die Nvidia Hochleistungsgrafikkarte. An den Seiten des Geräts findest du zudem 3 USB-A-Steckplätze, einen Full-Size SD-Kartenleser sowie separate Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Wie du es von XMG gewohnt bist, kannst du auch beim Neo 17 wieder auf das Control Center setzen. Hier verwaltest du deine Leistungs- und Lüfterprofile, verpasst der Tastaturbeleuchtung einen neuen Anstrich oder treibst es mit individuellen Einstellungen auf die Spitze. Alles neu macht das XMG Neo 17. Wir haben mit den Erfahrungen des Neo 15 und der Vorgänger eine frische und zukunftssichere Version erschaffen, mit der du lange deine Freude haben wirst. Sei es nun mobiles und stationäres High-End-Gaming, aufwendige Content-Creation mit mehr Überblick dank dem 16:10 Displayformat oder weitere Use-Cases, für die du Spitzenleistung benötigst, hier hast du alle Möglichkeiten in einem einzigen Gerät. Hast du in deinem Setup schon eine Tastatur mit mechanischen Switches oder worauf hast du bisher gesetzt? Schreib es uns doch gerne in die Kommentare. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.